Manchmal beginnt ein Gemälde mit einem einzigen Moment, mit einem Duft, einer Farbe, einem Gefühl, das sich in uns festsetzt. An diesem Tag war es eine leuchtend rote Rose, die mich verzauberte. So schön, so lebendig. Ich verspürte die Lust zu malen und eilte in mein Atelier zurück. Doch als ich anfing, vernahm ich ein Gefühl in mir, das nicht so ganz mit der Rose passte. Es war keine Zärtlichkeit, sondern Wut. Eine Energie, die nach Ausdruck suchte. Eigentlich wollte ich mit einer Collage beginnen. Ich griff in meine Kiste, suchte mir ein paar Papierstücke aus und legte alles zurecht. Doch dann bremste mich die Wut aus. Ich hatte das Bedürfnis, diese Wut kraftvoll herauszulassen. Das war mein Impuls, die Farbe mit den Händen über die Leinwand zu verteilen. Es ist merkwürdig. Ich lächle, obwohl Wut in mir lodert und mein Gesicht eigentlich verzerrt sein müsste. Doch sobald ich die Farbe mit meinen Händen berühre, verändert sich alles. Etwas in mir beginnt zu tanzen, zu atmen, zu singen. Trauer und Schwere fließen hinaus, in Farben, in Formen, in die Bewegung meiner Hände. Und während sie Gestalt annehmen, spüre ich Freude, eine tiefe Freude, die nicht davon abhängt, welches Ergebnis ich erwarte, sondern einfach durch diesen Prozess entsteht. Dabei geschieht etwas Wunderbares, eine stille Verwandlung. Das, was zuvor schwer und bedrohlich erschien, wird leicht. Wir atmen auf, wir befreien uns und mitten in all dem spüren wir vielleicht dieses zarte, unerwartete Glitzern von Glück. Komme mit mir auf diese wundervolle Reise, lass dich verzaubern und inspirieren. Jeden neuen Tag, an dem ich an meinem Gemälde arbeite, beginne ich auf dieselbe Weise. Ich betrachte das Bild, sehe mir an, was bereits entstanden ist und überlege, was ich verändern, hinzufügen oder vielleicht weglassen möchte. Es ist ein fortlaufender Dialog zwischen meinem Gefühl und meinem Verstand. Mein Gefühl zeigt mir, was stimmig ist, was mir Freude bereitet, während mein Verstand Vorschläge macht,
wie sich das Bild weiterentwickeln könnte. Es ist ein unglaublich spannender Prozess, in dem Intuition und Überlegung miteinander verschmelzen. Der dritte Tag im Atelier. Das Bild ist da. Und mein Gefühl sagt, ich mag das überhaupt nicht. Nein, das stimmt nicht. Also überhaupt nicht stimmt nicht. Ich mag das schon. Die Komposition, die daraus jetzt entstanden ist, das, was sich gezeigt hat, mag ich schon. Ich weiß noch nicht, was das für eine Story ist, die da erzählt wird. Das kommt ganz zum Schluss. Aber was ich jetzt finden will, ist Harmonie. Ich fühle einen Diskomfort in mir, wenn ich das Bild angucke, und das muss unbedingt anders sein. Ich möchte Freude und etwas Positives in mir spüren, wenn ich das sehe, aber momentan ist das nicht der Fall. Und ich habe keine Idee, welche Farbe das sein soll. Das ist das Schlimme. Also ich werde jetzt einfach etwas nehmen und dahin schmieren und mir das angucken und dann wieder entfernen, bis ich die Farbe gefunden habe, die ich für gut empfinde. Es geht also jetzt weiter. Ich will weg von diesem lila Farbton, den ich eingebracht habe, und zurück ins Grüne. Dann habe ich mir diesen Farbton gemischt, das ist total daneben gegangen. Ich fand ihn viel zu dunkel, es passte nicht. Dann habe ich einen neuen angerührt, mir Weiß hinzugefügt und dann war das erstmal okay. So habe ich es stehen gelassen. Und noch ein paar Gedanken möchte ich mit dir teilen. Zum intuitiven Malen. Wenn wir so malen, aus uns heraus,
aus purem Sein, dann zeigen wir uns verletzlich. Wir legen alles offen. Manchmal begegnen wir Menschen, die das nicht verstehen, die unsere Kunst belächeln, abwerten oder verspotten. Aber das sagt nichts über uns oder unsere Kunst aus. Es sagt etwas aus über sie. Ich habe gelernt, mich davon nicht beirren zu lassen. Denn es gibt auch andere Stimmen. Ehrliche, offene Menschen, die fühlen, was ich meine, ohne dass ich es großartig erklären muss. Sie sind es, für die ich es mache. Sie sind die Musik in all dem Lärm. Und für sie lohnt es sich, weiterzugehen, ehrlich zu bleiben und das Herz sichtbar zu machen. Ich möchte euch zeigen, wenn ich Hände malen möchte, wie ich da vorgehe. Erst mache ich mir einfach eine grobe Zeichnung direkt auf das Bild, wo die Hand hin soll, gucke wegen der Proportion, wegen der Größe und dann mache ich mir so eine Skizze. Ich habe nämlich hier gesehen, dass sie etwas in der Hand hält. Ich kann doch noch nicht erkennen, was das ist. Aber es ist da und ich möchte das jetzt herausfinden, was das ist. Und als erstes male ich also die Hand. Ich habe mein nächstes Dilemma. Das hier mag ich nicht. Und bin gerade auch am Überlegen, was kann ich damit machen. Das ist nicht so wild und gerissen ist. Ich möchte das anders haben. Und hier habe ich auch noch, hier das Dunkle, das gefällt mir auch noch nicht. Also es ist noch einiges zu tun hier. Was ich aber mag, ist der Hals gefällt mir gut. Der Vogel gefällt mir gut. Dies Pflanzliche, da muss ich auch noch etwas dran arbeiten. Und die Hand siehst du noch nie so gut. Ich zeige dir.
So, Lieben, ich habe jetzt meinen Pinsel zur Seite gelegt und glaube, ich bin fertig. Ich muss mir jetzt Zeit nehmen und mir das Bild in Ruhe anschauen. Ich weiß immer noch nicht, was das ist, möchte aber dich fragen, was siehst du hier? Welche Geschichte wird hier erzählt? Schreibe mir gerne, ich bin sehr, sehr gespannt und es kann sein, dass es genau das ist, was ich dann auch in mir finde, spüre. Bin auf jeden Fall sehr gespannt und freue mich riesig auf eure Kommentare, antworte auch auf alle Kommentare. Das klappt noch, langsam wird es knapp für mich, weil das doch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, aber solange es geht, werde ich das machen. Ich mag es sehr, in diesen Austausch mit euch zu gehen. Das ist für mich sehr wichtig zu erfahren, was du denkst, was du fühlst, wenn du diese Videos anschaust. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wundervolle Woche und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke, dass du hier bist.